Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist unglaublich lange her, dass ich ein Video für euch gemacht habe und ich dachte, heute nehme ich mir einmal kurz die Zeit und wir machen ein kleines Video. Was bei mir gerade so persönlich läuft und wie meine Projekte vorangehen und ob sie überhaupt vorangehen, das mache ich alles irgendwann in einem separaten Video, in einem Color and Talk. Ihr kennt das ja. Ich rede, während ich male und ihr hört zu oder schaut zu. Aber jetzt geht es um das neue Buch von Joanna Basford, World of Flowers. Das Buch ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Ich meine seit Ende Oktober oder Mitte Oktober. Aber ich bin erst jetzt dazu gekommen, das Buch rauszukramen. Ich hatte es auch schon länger bei mir zu Hause. Und ich dachte, ich werfe jetzt mit euch zusammen einen Blick rein. Ich habe mir im Prinzip 2 Bücher bestellt. Einmal die englische Version und einmal die amerikanische Version. Und wir schauen einfach mal, welche Unterschiede jedes Buch hat und wie die Papierqualität ist. Ich habe selber noch gar nicht in die Bücher reingeschaut, deswegen mache ich das zuallererst mit euch. Also die englische Version hat, so wie die meisten Bücher von Joanna Basford, ein Dustcover, also ein Staubschutz, ein Umschlag, den man abnehmen kann und den man auch bemalen kann. Er ist sowohl innen komplett bedruckt, als auch die Umschlagseiten und außen. Die amerikanische Version hat das meines Wissens nach nicht. Es ist einfach schon der Buchdeckel, der sich nicht abnehmen lässt, der aber auch bedruckt ist, sodass man ihn auch bemalen kann. Schauen wir uns mal die Papierfarbe an. Das ist ja auch etwas, das manche sehr interessiert. Und ich lege die Bücher mal untereinander. Ich glaube, in echt ist es ein bisschen besser zu sehen als im Video, aber die englische Version, die ich hier habe, ist ein bisschen dunkler als die amerikanische Version. Keine der beiden Versionen sind rein weiß, so wie zum Beispiel Lost Ocean hat ein rein weißes Papier, sondern das Papier hat so einen Elfenbeinton, ist aber nicht so dunkel wie das Papier von Secret Garden zum Beispiel. Oder auf jeden Fall die Version von Secret Garden, die einen Elfenbeinton hat. Ich glaube, Magical Jungle und Enchanted Forest kriegt man auch in diesen Elfenbeintönen. Es ist nicht so dunkel und man sieht auch wirklich nur einen leichten Unterschied. Das Papier fühlt sich in der englischen Version glatter an als in der amerikanischen Version. Wie es hinterher beim Malen ist, wird man dann sehen. Wenn man sich so die Bilder anschaut, fällt mir direkt auf, dass die amerikanische Version ein bisschen größer gedruckt ist auf der Seite. Die Buchgröße ist bei beiden die gleiche. Bin ich mir relativ sicher. Nein, die amerikanische Version, also diese Version, ist minimal größer. Vielleicht 0,2 mm, 0,3. Auch der Druck ist hier am Rand ein bisschen größer. Gucken wir mal, ob sich das bei Bildern, die über eine ganze Seite geht, deutlicher zeigt. Man sieht, auf der amerikanischen Version schaut ein bisschen mehr heraus als bei der englischen Version, aber es ist wirklich minimal. Hier auch. Hier sieht man die ganze Blume. Hier ist die so ein bisschen abgeschnitten, aber es ist wirklich kein großer Unterschied.
Was ich mir habe sagen lassen ist, dass die englische Buchbindung besser ist, weil es eine genähte Buchbindung ist, die wohl besser hält als bei der amerikanischen Version. Jetzt sieht man mal hinten, das ein bisschen heller ist und ein bisschen kleiner, ist die englische Version. Da sieht man, dass die Seiten anders gefasst sind, also genäht sind, im Gegensatz zu der amerikanischen Version, die geklebt ist. Und mir wurde öfter mal gesagt, dass die geklebte Version nicht so gut ist, weil die Seiten sich nach einiger Zeit herauslösen. Mir ist es noch nicht passiert. Naja, hier sieht man den Größenunterschied. Mir ist es noch nicht passiert. Bin mal gespannt, ob es einem von euch schon passiert ist. So, hier sieht man den Größenunterschied, dass die amerikanische Version minimal größer ist als die englische. Auch die Rückseiten unterscheiden sich. Die US-Version hat meiner Meinung nach nicht so eine schöne Rückseite wie die englische Version, aber der Inhalt ist wichtig. Der Inhalt ist wichtig. So, an den Vorderseiten habt ihr auch schon direkt gesehen, dass die amerikanische Version einen leichten Rosastich hat in dem Mittelteil, die englische Version nicht, aber beide haben diese wunderschönen kupferfarbenen Akzente, diese schimmernden Metallakzente auf dem Cover, und das mag ich wirklich gerne. So, wir blättern mal das Buch zusammen durch. Ihr habt bestimmt schon öfter mal Videos darüber gesehen und trotzdem möchte ich das noch einmal anschauen. Bisher habe ich keine deutsche Version gefunden. Ich weiß nicht, ob überhaupt eine deutsche Version rauskommt. Wenn ihr mehr wisst, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mir bisher noch nie eine deutsche Version gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich das Elfenbeinpapier von den englischen Versionen lieber mag und deswegen auch dabei geblieben bin. Aber wenn ihr mehr wisst, könnt ihr mich ja auf dem Laufenden halten, ob eine englische Version noch rauskommen soll. Diese Seite ist so schön. Ich habe so viele tolle Bilder im Internet gesehen, der Wahnsinn. Ich bin schon selber gespannt, wie ich die Seite gestalten werde. Ich finde es auch super, dass jetzt mehr neue Blumen reingekommen sind, weil ich oft das Gefühl hatte, dass man immer die gleichen Blumen anmalt. Ich finde es super, dass jetzt mehr Abwechslung reingekommen ist. Ich bin kein großer Fan von diesen kleinen Sachen hier, muss ich ja ehrlich gestehen. Aber wer weiß, ich muss es einfach mal ausprobieren. Vielleicht finde ich ja meine Liebe zu so kleinen Malereien doch noch, wenn ich es mal ausprobiere. Wirklich sehr viele schöne neue Blumen. Ich finde, diese Seiten sehen dem Stil von dem Buch Ivy und der magische Schmetterling sehr, sehr ähnlich. Das sind einige Seiten, die ähnlich wie diese aussehen, aber ich finde es richtig schön. Man kann hier super mit Gold oder Kupfer arbeiten und das herausstechen lassen, wenn man so Metallfarben zu Hause hat.
Ich freue mich schon richtig drauf, da herum zu experimentieren. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele unterschiedliche Ergebnisse die Leute bekommen mit dem gleichen Bild. Überhaupt ein Farbwechsel hat manchmal so große Effekte, dass man genau hinsehen muss, um die Bilder ja zuzuordnen und zu erkennen. Da bin ich immer wieder sehr beeindruckt von, was Farbe und Technik für einen Einfluss auf den Gesamteindruck eines Bildes haben. Total süß mit diesen kleinen Häusern und Pilzen. Ja, das ist das Ende. Hier gibt es auch wieder eine Testseite und ein wunderschönes großes Bild. Also da bin ich echt beeindruckt von. Ich war sehr am Zweifeln, ob ich mir ein neues Buch zulegen soll, weil ich wirklich wenig zu malen komme in letzter Zeit. Aber das Buch hat es mir richtig angetan. Und ich habe es diesmal gewagt, 2 Bücher zu kaufen, weil ich dachte, dass ich in einem experimentieren kann und ausprobieren kann und einfach keine Angst haben muss, das Buch zu verderben. Und in dem anderen kann ich dann die Techniken, die ich experimentell erarbeitet habe, vielleicht verfeinern. Mal gucken, wie das funktioniert. Erstmal möchte ich ausprobieren, wie Stifte in diesen Büchern arbeiten. Je nachdem, wo sie besser oder schlechter arbeiten, weiß ich, dass ich das Buch mit dem schlechteren Papier für meine Testsachen nehmen würde und natürlich das Buch mit dem besseren Papier für die Endergebnisse. So, auch zu dem Stiftetest. So, ich habe mir ein paar Prismacolors rausgesucht und habe hier neben mir auch ein paar Polychromos liegen. Und ich fange mit der Rückseite an. Da bin ich nicht so traurig, wenn da irgendwas nicht funktioniert oder falsch läuft. Die Prismacolors und die Polychromos sind die Stifte, die ich am häufigsten verwende. Deswegen ist es nicht so schlimm, meine anderen Stiftemarken erstmal zu vernachlässigen. Das hier sind die Prismacolor. Ich habe jetzt nicht geguckt, in welchem Buch ich male. Ich lasse mich gleich überraschen. Ich muss sagen, ich bin von dem Papier nicht so beeindruckt. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so viele Schichten aufs Papier bringen könnte, wie ich normalerweise wollen würde. Probieren wir es mal. Das Papier ist sehr, sehr glatt. Kann ich viel Pigment aufnehmen, so wie es sich anfühlt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich die Farbe nicht so gut verteilt, wie ich das gewohnt bin von meinen anderen Büchern. Normalerweise kann ich das Pigment der Prismacolors noch hin und her schieben, sodass die
Verläufe, also diese Übergänge, weicher sind, aber nicht so, wie ich gerne möchte. Nehmen wir mal die Polychromos zur Hand und vergehen uns ein bisschen an dem Grünzeug hier. Das Papier erinnert mich sehr stark an das Papier, das ich in dem Ivy-Buch hatte. Wer mein letztes, ich glaube, das war mein letztes Video angeschaut hat, wo ich die Namensplakette in dem Ivy und der magische Schmetterling oder Ivy and the Inky Butterfly Buch gemalt habe, wird wissen, dass ich das Papier überhaupt nicht mochte, weil es einfach zu glatt war und ich richtig Probleme hatte, Farben zu schichten. Und das gleiche Gefühl habe ich bei diesem Papier auch. Ob es der gleiche Publisher ist oder der gleiche Herausgeber, weiß ich nicht. Das müsste ich erstmal nochmal nachgucken. Das Buch habe ich schon verschickt. Dass es auf jeden Fall vor dem Weihnachtstrubel eintrifft. Und ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen, dass sich die Personen super gefreut haben. Die kleinen Mädchen habe ich hoffentlich von der Welt des Malens überzeugen können. So. Das hier war jetzt die US-Version, die amerikanische Version. Bin leider nicht begeistert, obwohl vom Gefühl her war das Papier ja etwas rauer, wo ich gedacht hätte, dass es mehr Pigment aufnehmen kann durch das raue Material. Und die US-Version hat ja extra Papier für Joanna Basfords Bücher. Die nennen das, glaube ich, auch sogar, dass das Papier ist, glaube ich, sogar nach Joanna benannt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie diese Version hier arbeitet. Das ist die englische Version jetzt. Also ich kann sagen, dass ich definitiv die englische Version besser finde. Definitiv. Ich kann das Pigment, der
Prismacolors auf jeden Fall viel besser manipulieren, so wie ich es auch von meinen anderen Büchern gewohnt bin. Ich habe auch das Gefühl, dass das Papier das Pigment viel besser aufnimmt und ich nicht so viel Kraft aufwenden muss. Probieren wir mal die Polychromos aus. Ja, auch besseres Blenden. Ich war eben ein bisschen skeptisch gewesen, weil ich dachte, die Polychromos waren in einem anderen Buch ein bisschen besser, aber jetzt, wo ich die zweite Farbe reingeblendet habe, war es hier in der englischen Version definitiv ein besseres Gefühl. Für mich auf jeden Fall. Also nicht wundern, ich habe hier jetzt nichts super ordentlich gemacht. Das war einfach nur ein kurzer Test. Und ja, interessant. Also mein Ergebnis ist, dass ich von den beiden Büchern das Papier in der englischen Version definitiv besser finde. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch schon in meinen Gruppen mal nachgefragt, ob jemand beide Bücher hat, und es gab ein paar, die beide Bücher hatten, aber viele meinten, dass da nicht so ein großer Unterschied ist. Aber mir gefällt definitiv die englische Version besser. Aber das ist auch natürlich, ja, wieder Empfinden, und Empfinden ist subjektiv. Das ist ja bei jedem anders, deswegen kann ich nicht genau sagen, welches ihr zum Beispiel besser oder schlechter finden würdet. Mir persönlich gefällt die englische Version besser, aber die US-Version ist in keinem Sinne schlecht. Sie ist wirklich nicht schlecht, für mich einfach nur ein bisschen anstrengender damit zu arbeiten. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Einblick in die beiden Unterschiede dieser Bücher etwas weiterhelfen und euch eure Wahl erleichtern. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis bald!